Hallo und herzlich willkommen zur 103. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Heute geht es um Maya und Mokka. Phoebe, Murphy und Sophie wollten alles über Maya und Mokka wissen und so entstand die heutige Folge. Falls ihr auch Fragen, Anregungen oder Kritik habt oder eure Samtpfoten in einer Folge von uns sehen wollt, schickt uns gerne alles per Mail oder WhatsApp. Und vergesst nicht, eure Namen und die Namen eurer Fellnasen mit hineinzuschreiben. Heute dreht sich alles um unsere beiden flauschigen Samtpfoten. Wie kamen wir auf die Katze? Wo kommen beide her? Um welche Rassen handelt es sich und was mögen die beiden, was eher nicht und wie sieht ein typischer Tag bei uns aus? Aber das erzählen sie euch lieber selbst. Hallo liebe Freunde, ich bin Mokka, ein wunderschöner schwarzer Kater der Rasse europäisch Kurzhaar. Am 22.09.2017 haben mich meine Dosis aus dem Tierheim abgeholt, wo ich mit einigen anderen Artgenossen zusammengelebt habe. Mann, das war ja immer ganz schön langweilig. Bevor ich im Tierheim landete, streunerte ich als junger Katerbursche allein durch die Lande. Ich habe jetzt etwa 5 Katerlenze auf dem Katzenbuckel und weiß die Vorzüge eines geregelten Katzenlebens mit zuvorkommendem Personal, einem warmen Revier und All-You-Can-Eat-Buffet sehr zu schätzen. Mein Revier teile ich mir mit einer ziemlich zickigen Katzendame namens Maya. Mann, die liest mir ganz schön auf die Leviten, faucht, knurrt und haut mich auch manchmal. Umso mehr Spaß macht es aber, mit ihr Fangen zu spielen oder ihr hinter der Tür aufzulauern, wenn sie gerade vom Klo kommt. Im Eifer des Gefechts rammel ich auch mal gegen die Türen, wenn sie nicht weit genug offen sind. Das rumst dann immer ganz schön. Besonders viel Spaß macht es, die kleinen gefiederten Piepmätze hinter der Scheibe am Futterhäuschen zu beobachten. Am liebsten würde ich sie ja fangen und ganz wissenschaftlich untersuchen. Logisch, oder? Das Highlight des Tages ist die Neubefüllung des Buffets. Da bin ich immer ganz ungeduldig und feuere die Dosis lautstark an. Meistens hilft das aber nicht viel. Die sind einfach zu langsam, diese Menschen. Mein höchstes kulinarisches Glück sind gekochte Hühnerherzen. Yummy. Aber ich mag auch das Medika Nassfutter mit Pute und schlürfe gern Milchshakes. Die Dosis nennen das allerdings ganz simpel Katzenmilch. Ganz besonders gern liege ich nach einem ausgiebigen Spiel mit Herrchen im Fenster und entspanne beim Rausschauen. Das Reservieren meines Platzes mit einer Katzendecke im All-Inclusive-Resort hilft allerdings nicht immer. Manchmal ist meine mürrische Mitbewohnerin schon vor mir da, aber an Lümmelplätzen mangelt es im Revier nicht. Ich liebe es, im Bett meiner Dosis zu schlafen. Da kann ich mich so schön ausbreiten. Nur Frauchen liegt dann immer total schief im Bett. Ich hab's aber auch nicht geschafft, sie rauszuschubsen. Bevor wir abends ins Bett gehen, macht Frauchen immer die Katzenklos sauber. Da muss sie dann manchmal warten, bis ich meine Geschäfte erledigt habe. Man muss schließlich Prioritäten setzen. In manchen Punkten müssen die Dosis allerdings noch erzogen werden. Nämlich, wenn sie wieder mal das laute Saugmonster benutzen oder wenn wir in eine Transportbox gestopft werden und zum Tierarzt fahren. Außerdem stehen die immer schon auf, wenn es eigentlich noch dunkel ist. Vorm ersten Hahnenschrei aufzustehen, das kann doch nicht gesund sein. Ich muss jetzt Schluss machen. Die Chefin drängelt sich auch schon ans Mikro. Na, endlich komme ich hier auch mal zu Wort. Ich bin Fräulein Maja. Ihr habt mich ja schon in meinen zahlreichen Videos kennengelernt. Heute möchte ich euch mal ein paar Background-Stories von mir als Celebrity Cat erzählen. Ich bin am 13.07.2015 bei meinen Zweibeinern eingezogen, nachdem ich schon einige Zeit auf der Suche nach einer angemessenen Behausung war. Es dauerte eine Weile, bis die 2 Humanoiden gefügig waren. Das war ein Kampf, aber mittlerweile fressen sie mir aus der Pfote. Manchmal stellen sie sich aber auch noch ziemlich tollpatschig an. Deshalb lasse ich sie auch nicht an meinen Katzendamenbauch. Und meine hochgesteckten Ziele erreiche ich auch immer noch, ohne dass sie mich hochheben müssen. Das wäre ja auch eine Zumutung. Dass ich viel Glück hatte, versteht sich ja von selbst. Schließlich bin ich eine dreifarbige Glückskatze. Eine europäische Kurzhaar, ohne Stammbaum, aber mit viel Charakter. Das Leben hier war ganz wunderbar, bis sie mir dieses schwarze Ungetüm vor die Nase gesetzt haben. Der bringt ja alles durcheinander und ich muss die Aufmerksamkeit meiner Menschen mit ihm teilen. Aber manchmal ist es auch ganz unterhaltsam mit ihm. Es macht viel Spaß, zu zweit durchs Revier zu flitzen. Ich bin ja sowieso schneller und kann ihm gleich noch eine schallern, wenn ich ihn überhole. Besonders Spaß macht es mir, die kleinen grünen Käfer zu jagen und mit meiner Kugelbahn zu spielen, die ich am liebsten nur für mich allein hätte. Wehe, der Schwarze geht dabei, dann bin ich sofort da und erzähle ihm ein paar Takte.
Mein Herrchen wundert immer so schön rum, wenn ich ihm mal wieder ein Gummiband bringe. Ich kaue ja da gern drauf rum. Scheinbar finden die Dosis das ganz entzückend. Doch so bin ich halt. So ein Langschläfer wie mein Revierkollege bin ich aber keinesfalls. Herrchen sagt immer, ich bin pünktlicher als der Wecker. Nur manchmal, da murmelt er etwas von Urlaub oder Wochenende. Dann steht er einfach nicht um 5:30 Uhr auf, aber ich arbeite daran. Als ich noch nicht so lange hier gewohnt habe, hatten die Zweibeiner die Angewohnheit, die Türen zuzumachen. Aber ich mag es eben luftig und frei. Und deshalb habe ich die Türen immer wieder aufgemacht. Mittlerweile haben sie es verstanden und lassen die Türen offen, damit ich nicht so viel Arbeit mit den Türklinken habe. Sie sind eben lernfähig, meine Zweibeiner. Nur manchmal machen sie mir das Leben schwer. Wenn ich keine Lust habe aufzustehen, weil ich einfach an einem bestimmten Punkt meine innere Mitte gefunden habe, dann tun die beiden manchmal so, als würden sie Wassertropfen auf mich spritzen. Das kann ich so gar nicht leiden. Da muss ich dann im gestreckten Galopp das Weite suchen. Zum Glück machen sie das nur ganz selten, wenn ich meine innere Mitte beispielsweise auf der Vitrine oder dem Tisch suche, wo ich ja eigentlich nicht sitzen soll. Wo wir gerade bei unangenehmen Dingen des Alltags sind. Dieses unglaublich laut fauchende Bröseltaxi, was in einem Schrank im Schnarchzimmer wohnt, das ist immer noch unheimlich. Also wenn Herrchen das Ding durchs Revier Gassi führt, dann verdufte ich immer hinter Sofa. Der schwarze Teufel scheint das auch nicht zu mögen. Mit ihm muss ich immer um das Versteck streiten. Aber da verliert er natürlich immer. Mein Personal reicht mir zum Glück nun häufiger dieses leckere Hühnchen in Joghurtsoße. Und ab und zu gibt es solche Leckerbissen wie Hühnerherzen. Mokka heißt er wohl, frisst ja wie ein ungehobelter Klotz. Als Katze von Welt nehme ich ja gern mein fest eingebautes Besteck zu Hilfe. Wenn ich satt und entspannt auf dem Fensterbrett liege und hinaus in die Welt schaue, dann schnurre ich manchmal zufrieden vor mich hin. Einfach nur so. Und wenn Herrchen dann auch noch auf der Couch sitzt, dann springe ich auf seinen Schoß und wir genießen gemeinsam den Abend. Meistens begleitet von Geräuschen aus einem flachen, bunt leuchtenden Kasten. Gegen 22 Uhr geht's dann zum Glück meistens ins Bettchen, wo ich mich dann in seinen Arm kuscheln kann und eindöse. Dann nehme ich noch regelmäßig einen Mitternachtssnack ein. Ich kann es mir ja schließlich erlauben. Der dicke Kater schnarcht derweil fast genauso laut wie mein Herrchen. Beim Genuss des Abendsnacks stört mich das aber nicht. Apropos Snack, es ist Zeit für mein 2-Gänge-Menü mit Milch. Dieses Mal bitte nicht so mit der Soße geizen. Ihr entschuldigt mich. Ja, und das war es heute von Fräulein Maja empfiehlt. Wenn ihr noch etwas wissen möchtet, Ideen oder Kritik habt, dann schreibt doch bitte einen Kommentar. Und wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch und teilt uns. Im Rätsel vom letzten Mal suchte Maja den Schlüssel. Schön, dass ihr wieder so zahlreich mitgerätselt habt. Macht auch dieses Mal wieder mit. Maja freut sich. Ich bin listig, ruchlos und voll Macht. Und am Ende herrsche ich in voller Pracht. Wenn ihr das Rätsel herausbekommen habt, dann schreibt doch die Lösung bitte wie immer in die Kommentare. Schickt uns gern eure Videos und auch eure Videowünsche. Wenn ihr nichts mehr von Maja und Mokka verpassen wollt, dann abonniert doch kostenlos unseren Kanal und gebt eurem Maja-Abo einen auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.